Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir heute einen allerersten Blick auf die brandneuen Magitex Cards zu den europäischen Clubwettbewerben der Saison 2024/25 von Topps werfen wollen. Und um das ein bisschen ausführlicher zu tun, machen wir das nicht mit einem, auch nicht mit zwei, sondern direkt mit 3 der First Edition Multipacks, die hier in Deutschland bereits jetzt bei den ersten Online-Händlern aufgetaucht sind. Da das zum Ende des Videos meist immer so ein bisschen untergeht, dieses Mal direkt zu Beginn der Hinweis, den Like für dieses Video nicht zu vergessen und vor allem euch eins der kostenlosen Kanalabos zu sichern, wenn ihr künftige Videos zu dieser oder auch zu anderen neuen Kollektionen zur Saison 2024/25 nicht verpassen wollt. Da ihr aber sicher genauso gespannt seid wie ich auf die neuen Cards, wollen wir uns gar nicht so lange mit Vorgeplänkel aufhalten, sondern schauen uns dieses First Edition Multipack mal ein bisschen näher an. Zunächst sehen wir hier oben im linken Bereich die Titelhelden der diesjährigen Kollektion. Gab es ja von Topps auch ein Gewinnspiel, wo man die erraten konnte. Jetzt seht ihr also, wer das alles geworden ist. Und dann der erste Hinweis darauf, was wir in diesen First Edition Multipacks finden werden. Sneak Preview Cards, neue und exklusive Foil-Karten und exklusive Gold Limited Edition Cards. Und dann auch noch New Immortal Icon Cards, die es wie ähnliche Cards in den Vorsaisons dann immer noch als Bonus in diesen Multipacks gibt. Da braucht man also ein bisschen Glück, um eine aus diesen First Edition Multipacks zu ziehen. Ich denke, wir werden gleich auf der Rückseite auch noch sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Und hier unten haben wir schon ein bisschen illustriert, was uns alles erwartet. 2 Päckchen mit 12 Karten, also das, was wir dann später auch in der normalen Kollektion erwarten dürfen. Und dazu gibt es, wie man es auch schon aus den Vorjahren kennt, ein First Edition Pack mit speziellen First Editions und einer exklusiven Gold Limited Edition Card. So, wir drehen das Ganze mal auf die Rückseite und haben hier oben den Hinweis, dass man zum ersten Mal in der Geschichte dieser First Edition Multipacks auch exklusive Karten finden kann, die es nur in diesen Multipacks gibt. Das bedeutet also, die Wichtigkeit dieser First Edition Multipacks in der Kollektion steigt entsprechend an. Früher konnte man, denke ich, einfacher sagen, mich interessieren diese First Edition Cards nicht und diese Multipacks dann weglassen. Wenn man jetzt zahlreiche Cards nur noch in diesen Multipacks bekommt, dann kommt man da wahrscheinlich gar nicht mehr dran vorbei. Das wird sich aber, denke ich, in der nächsten Zeit noch aufklären, wie sich das genau verhält. Hier drunter ein paar Hinweise auf das, was uns in der Kollektion im Allgemeinen so erwartet. Besonders interessant sicherlich die vorletzte Zeile. Es wird auch wieder Autograph-Cards und nummerierte Parallels geben. Das ist für mich persönlich ganz in Ordnung. Ich hoffe allerdings mal, dass man die unnummerierten Parallels nicht so extensiv einsetzt wie in den Vorjahren. Dann haben wir hier im Kleingedruckten der Hinweis 24 Karten plus 6 First Edition Cards plus eine zufällige Gold Limited Edition Card. Und die exklusiven Immortal Icon Cards sind in jedem 4. Multipack enthalten. 3 haben wir jetzt hier liegen, also von daher hoffe ich mal, dass wir Glück haben und einer dabei ist. Und drunter seht ihr den Preis. Knapp 7 € werden inzwischen für ein solches First Edition Multipack fällig. Und das bringt uns auch gleich zu den weiteren Produkten aus dieser Kollektion, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Rechts oben das Starterpack. Spätestens wenn das verfügbar ist, dann weiß man, es geht so richtig mit der neuen Kollektion los. Und dann sicherlich das, was die meisten von uns mit wenig Begeisterung aufnehmen werden. Ihr seht es hier oben. Die Päckchen mit 12 Karten kosten in dieser Saison 3 € bzw. 3 Pfund in Großbritannien. Und somit erhöht Topps, nachdem man in der letzten Saison den Preis von 2 € auf 2,50 € erhöht hatte, das Ganze jetzt schon wieder um 50 Cent, sodass wir jetzt bei stolzen 3 € pro Päckchen sind. Und ich muss sagen, wenn man es darauf anlegt, langjährige Sammler und viele Kids aus dem Hobby rauszutreiben, dann ist das sicherlich ein erfolgreicher Weg, zumal die Kollektionen ja auch immer schwieriger zu komplettieren sind. Wie das in diesem Jahr ausschauen wird, werden wir dann sicherlich im Verlauf dieses und vor allen Dingen dann auch der nächsten Videos, spätestens dem mit dem Starterpack sehen. Kurzer Blick noch auf die weiteren Produkte. Es gibt Booster-Tins mit 28 Karten, 3 Limited Edition Cards zum Preis von 9,99 €, Megatins mit 44 Karten plus 4 Time to Shine Limited Edition Cards für 14,99 €. Beides jeweils mit 4 verschiedenen Motiven und vermutlich dann auch in jeder Tin exklusive Karten, sodass man sich alle Tins mindestens einmal besorgen muss. Dann haben wir die Mega Multipacks, die jetzt deutlich über die 10 € Marke springen und jetzt nicht mehr 9,99 €, sondern 11,99 € kosten. 48 Karten sind drin plus 3 Limited
Edition Cards und eine Generation Now Exclusive Edition Card. Und dann haben wir hier unten noch die Eco Packs mit 8,99 €, 36 Karten plus 2 Limited Edition Cards plus eine Classic Celebration Exclusive Edition Cards. Also man merkt schon, es gibt wieder zahlreiche exklusive Karten in den jeweiligen Produkten, sodass man sich schon ein bisschen in die Kollektion reinfuchsen muss, um da noch einigermaßen den Überblick zu behalten. Und nachdem wir das jetzt aber alles erkundet haben, wollen wir mal unser erstes Multipack öffnen, das übrigens wieder aus Plastik ist. Wir haben es ja schon bei der Turbo Attacks Formel 1 Kollektion gesehen. Entweder ist Topps das mit dem Papier auf lange Sicht zu teuer geworden, oder vielleicht hat man aber auch andere Gründe, warum man jetzt wieder auf Plastik setzt. So, und dann holen wir auch die Pappe mal mit raus, denn die beinhaltet die First Edition Checklist mit all den Karten, die man mit diesem speziellen First Edition Logo aus diesen First Edition Multipacks ziehen kann. Die hole ich euch mal näher ran, damit ihr studieren könnt, ob eure Lieblingsspieler dabei sind. Zunächst mal die zwei linken Spalten mit dem interessanten Hinweis, dass die Daten vom 1. Juli 2024 stammen. Also da war Topps dann relativ fix in der Umsetzung. Und dann haben wir hier rechts auf der Seite die exklusiven Cards, die man dann diesmal wohl nur in diesen First Edition Multipacks finden kann. Das dann vor allen Dingen diese Team of the Season Cards und ganz unten die Immortal Icons, die es dann nur in jedem vierten dieser Multipacks gibt. Wer die komplettieren will, der muss sich einige von diesen Multipacks kaufen. Ihr seht, 9 verschiedene gibt es davon. Heißt also, man ist mit mindestens 36 dieser First Edition Multipacks dabei, wenn man diese Immortal Icons komplettieren will. Und somit schon mal einen stolzen Betrag los, bevor es mit dieser Kollektion überhaupt richtig losgeht. So, dann öffnen wir auch nochmal eben schnell unsere anderen beiden Multipacks. Und holen die Päckchen raus, damit das dann gleich beim Öffnen der Cards ein bisschen schneller geht. So, und dann arbeiten wir das einfach mal so nach und nach ab. Fangen mit unserem ersten First Edition Multipack an. Ihr seht, 2 normale Päckchen mit 12 Karten dazu. Dieses First Edition Päckchen. Und wir beginnen mal mit den normalen Päckchen. Die sehen so von der Rückseite aus. Mit dem Hinweis 10 Sneak Peek Cards, 8 normale, eine Regular Foil Karte, eine Rainbow Foil Card und 2 exklusive Rainbow Foil Cards pro Päckchen. Bedeutet also, wie wir es hier vorne draufstehen haben, 4 Special Cards pro Päckchen. Und dann schauen wir mal rein. Und ich bin gespannt, welches unsere allererste Karte zur neuen Match Attacks Saison 2024-25 ist. Und es ist ein Spieler von einem deutschen Team von Bayer 04 Leverkusen, Jonathan Tah. Und ich muss sagen, richtig schicke Karten in dieser Base-Version. Im Hintergrund UEFA Champions League. Da bin ich mal gespannt, ob sich das gleich entsprechend verändern wird, wenn wir ein Team aus einem anderen Wettbewerb haben. Und ansonsten alles Wichtige an Informationen auf den Cards im unteren Bereich in einen Balken gepackt. Name, Position auf dem Spielfeld, Kartennummer, den Transferwert und die beiden Angriffs- und Abwehrwerte, mit denen man dann mit den Karten spielen kann. Kurzer Blick auf die Rückseite. So sehen die Match Attacks Karten in diesem Jahr von der Rückseite aus. Also ich muss sagen, mein allererster Eindruck ist richtig positiv. Richtig schicke Karten. Und dann schauen wir mal weiter. Christian Pulisic für den AC Milan. Nächste Base-Card ist John Stones von Manchester City. Morten Hjulmand von Sporting. Dann haben wir Gabriel Martinelli für Arsenal. Serge Gnabry für die Bayern. Alisson Becker, Liverpool, Richarlison für Tottenham. Da ist unser erstes Wappen mit dem des AC Milan. Kein größerer Special Effekt. Diese rote Fläche hat so eine leichte Metallic-Lackierung bekommen.
Also ein bisschen unterscheiden sich doch von den Base-Karten. Aber die richtigen Special-Karten kommen jetzt mit der Man of the Match-Karte von Pedro Gonçalves von Sporting. Das Ganze mit eingearbeiteter Unterschrift. Das ist auch eine richtig schicke Karte geworden. Und dann haben wir mal was ganz Neues. Ein Mannschaftsbild mit dem UEFA Champions League Sieger aus der Vorsaison, nämlich dem Team von Real Madrid. Das ist also schon mal was erfrischend Neues in dieser Kollektion. Gucken wir mal, ob die Rückseite auch noch was für uns bereithält. Tatsächlich die nicht gestaltet wie die normalen Match-Text-Karten, sondern mit zahlreichen Infos versehen zum UEFA Champions League Finale. Und dann haben wir noch Harry Kane aus dem Team of the Season 2023-24 und das sicherlich dann neben diesem Mannschaftsbild unsere zweite exklusive Karte aus diesem First Edition Multipack, während man die Man of the Match Karten und das Wappen dann natürlich auch in den normalen Produkten dieser Kollektion finden wird. Das Wappen zählt also eindeutig als Special Karte, denn es heißt ja 4 Special Karten und sonst hätten wir nur 3 im Päckchen gehabt. Wir schauen uns Pack Nummer 2 an. Und das beginnt leider wieder mit Jonathan Tah. Das ist natürlich nicht ganz so glücklich. Christian Pulisic, Morten Hjulmand, Gabriel Martinelli. Und dann geht es zum Glück mal anders weiter. Sonst wäre das ein ziemlicher Fail von Topps gewesen, genau die gleichen Karten innerhalb eines First Edition Multipacks unterzubringen. Manuel Locatelli, Dominik Szoboszlai, Stefan Posch, Enzo Mio von Stuttgart, die jetzt auch dabei sind. Dann haben wir das Wappen von Barcelona. Ich bewege das nochmal so ein bisschen, damit ihr vielleicht diesen Metalleffekt nochmal besser erkennen könnt, den die Wappen bekommen haben. Dann haben wir eine Vintage-Vibes-Karte mit Tony Adams, Legende von Arsenal. Die dann vermutlich auch in der normalen Kollektion. Während hingegen wir diese Team of the Season Karten, so wie es ja aussieht, nur in diesen First Edition Multipacks finden. Und da haben wir Vini Junior von Real Madrid. Und wir haben eine Exclusive Edition Karte mit dem Titelbild dieser Saison. Und die, gerade wenn es ums Spielen geht, natürlich wunderbar mit 2x100. Da dürfte man dann nicht mehr von vielen Karten geschlagen werden. So, dann haben wir noch 107 Kartenpäckchen mit den First Edition Cards. Und da haben wir jetzt den Blick auf die Rückseite vergessen, machen wir dann beim zweiten. Und das also jetzt unsere First Edition Cards. Ihr seht es hier an dem zusätzlichen aufgebrachten Logo. Pedro Gonçalves, Orsolini von Bologna, Lisandro Martinez von Manchester United, Pavlovic von Salzburg. Dann haben wir das Wappen von Paris Saint-Germain. Pedro Gonçalves als Man of the Match Karte. Diesmal allerdings mit dem Unterschied, dass wir hier First Edition draufstehen haben. Und dann haben wir eine Limited Edition Card von Ousmane Dembélé im Trikot von Paris Saint-Germain. Und die ja auch mal richtig stark geworden mit diesem tollen Hintergrundeffekt. Und das dann vermutlich ja das grundsätzliche Limited Edition Card Design für die Saison. Macht auf jeden Fall einen richtig edlen Eindruck. So, das war unser erstes First Edition Multipack. Wir gehen jetzt direkt zu den weiteren über, um noch ein paar Cards aus der Kollektion kennenzulernen. Haben als nächstes Danilo von Paris Saint-Germain, Adam Losek von Leverkusen, Mathis Till von den Bayern, Mats Wiefer von Feyenoord, Cody Gakpo für Liverpool, Kenan Yildiz für Juventus, Bökema von Bologna und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Dann haben wir erneut das Wappen von Barcelona, erneut Tony Adams, Vini Junior haben wir schon gesehen. Und auch die Exclusive Edition, also das sehr ähnlich gepackt wie das Päckchen, das wir vorhin hatten. Ja, grundsätzlich ist natürlich
bei diesen First Edition Multipacks die Anzahl der Cards begrenzt. Daher wird sich das relativ schnell wiederholen, was wir hier zu sehen bekommen. Schauen aber mal, welche Karten wir noch so finden. Granit Xhaka für Leverkusen, Jack Grealish, Petro Gonçalves, Leandro Trossard für Arsenal, Stefan Posch für Bologna, Ivan Provedel von Lazio, Mason Mount, Manchester United, Lucas Guanaduart von Salzburg, Martin Oedegaard von Arsenal als Captain-Karte übrigens. Kleiner Zusatz hier unten. Dann haben wir die Man of the Match-Karte von Christian Pulisic. Die haben wir noch nicht gesehen. Unsere nächste Team of the Season-Karte mit Dani Carvajal von Real Madrid. Und direkt eine weitere hinterher mit Mats Hummels vom BVB. So, dann auch hier das First Edition Päckchen mit den speziellen Cards. Bradley Barcola von Paris Saint-Germain. Das Ganze jetzt wieder mit First Edition Logo. Guendouzi von Lazio. Bentancur von Tottenham. Das Wappen des VfB Stuttgart. Dann erneut Tony Adams, diesmal mit dem First Edition Symbol. Und Jamal Musiala als First Edition Limited Edition Card. Die nimmt man natürlich gerne mit im Trikot vom FC Bayern. Und da haben wir sie, unsere Immortal Icon Karte mit Franck Ribéry als Legende des FC Bayern. Und die ja mal richtig schick geworden, richtig tolle Karte. Gucken wir mal von der Rückseite mit Standard-Look. Aber von der Vorderseite eine wunderbare Legendenkarte vom ehemaligen Spieler des FC Bayern. So, Quote damit auf jeden Fall erfüllt. Wir schauen noch in unsere restlichen Packs aus dem First Edition Multipack Nummer 3. Finden Julian Alvarez von Manchester City, Milan Skriniar von Paris, Gabriel von Arsenal, Eric Dyer für die Bayern, Zaccagni für Lazio, Pierre-Emil Højbjerg von Tottenham, Luke Shaw von Manchester United, Karim Konate von Salzburg, Manuel Neuer von den Bayern. Dann haben wir die Man of the Match Karte von Dayot Upamecano. Antonio Rüdiger als Team of the Season Karte von Real Madrid. Und Gregor Kobel ebenfalls im Team of the Season von Borussia Dortmund. So, letztes 12er-Päckchen. Mit Fikayo Tomori von Milan. Dann haben wir Kevin De Bruyne, Bradley Barcola, Kevin Stengs von Feyenoord, Ben White von Arsenal, Leon Goretzka für die Bayern, Dominik Szoboszlai von Liverpool, Mickey van der Veen von Tottenham und, was ich vorhin angesprochen habe, tatsächlich im Hintergrund das Ganze geändert auf Europa League. Dann haben wir das Wappen von Paris Saint-Germain. Gary Lineker als Vintage Vibe Legend Karte im Trikot von Barcelona. Phil Foden aus dem Team of the Season. Und dann haben wir noch eine weitere der Teamkarten, für die wir mal ein bisschen Platz machen. Nämlich den UEFA Euroleague Champion aus der letzten Saison. Das Team von Atalanta Bergamo. Auch das als Final Report Karte mit den Aufstellungen der Teams und dem Ergebnis auf der Rückseite. Also das auf jeden Fall tolle Karten. Gefällt mir richtig gut, dass Topps das in die Kollektion integriert hat. So, und dann kommt unser letztes First Edition Päckchen. Ich hatte euch ja eigentlich noch den Blick auf die Rückseite versprochen, nämlich auf diese kurze Inhaltszusammenfassung. Wichtigster Hinweis, sicherlich in jedem vierten dieser Packs, ersetzt eine Immortal Icon Karte eine der Base-Karten. Und dann schauen wir jetzt mal rein, was drin ist. In unserem letzten First Edition Multipack die First Edition Karte von Julian Alvarez.
Dann haben wir Leon Goretzka als First Edition, Alisson Becker, Rodrigo Bentancur, Ciro Immobile als Captain First Edition von Lazio. Dann Dayot Upamecano als Man of the Match, diesmal in der First Edition. Und als Limited Edition haben wir Harvey Elliott von Liverpool, ebenfalls mit dem First Edition Logo. Das waren sie also, unsere 3 First Edition Multipacks mit den neuen Match Attacks Cards zur Saison 2024-25 von Topps. Interessant vor allem natürlich, dass wir schon mal einen Ausblick auf das bekommen haben, was uns da ab Ende August dann in den normalen Match Attacks Produkten zur kommenden Saison erwartet. Base Cards machen, wie ich finde, einen richtig starken Eindruck, tolles Design und ich finde auch die Wappen und Man of the Match Karten können sich durchaus sehen lassen. Mit den Vintage Vibes-Karten integriert Topps dann ein paar große Legenden aus früheren Jahren in die Kollektion. Ob es dann so knallig bunt sein muss, ist sicherlich Geschmackssache. Und dann haben wir natürlich noch die exklusiven Karten, die man, so wie es aussieht, nur in diesen First Edition Multipacks finden kann. Nämlich die Team of the Season Cards, die First Edition Gold Limited Edition Cards und diese wunderbaren Mannschaftsfotos von den Siegern der 3 europäischen Wettbewerbe aus der Vorsaison. Damit erhöht Topps natürlich deutlich die Attraktivität dieser First Edition Multipacks, denn wer sich diese 3 angesprochenen Kategorien sichern möchte, kommt auf jeden Fall nicht an diesem Produkt vorbei. Nachteil an der ganzen Sache ist natürlich, dass man insgesamt nur eine begrenzte Kartenanzahl aus der späteren Kollektion in diesen First Edition Multipacks finden kann und genau diese Karten später alle als Doppelte aus den normalen Packs zieht. Je nachdem, wie selten die Man of the Match oder Vintage Vibes Cards in der späteren Kollektion sind, kann das aber natürlich beim Komplettieren der Kollektion auch entscheidend helfen. Das werden wir dann erst wissen, wenn die finalen Produkte zur neuen Saison circa Ende August in den Läden stehen. Ja, soviel erstmal von mir zu diesen First Edition Multipacks, zu den brandneuen Match Attacks Cards zur Saison 2024-25 der europäischen Clubwettbewerbe von Topps. Jetzt bin ich natürlich vor allem noch auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zu den Karten zur neuen Saison? Welches sind eure Favorites aus dem, was wir da bisher gesehen haben? Und wie beurteilt ihr generell diese First Edition Multipacks und die Veränderungen zum Vorjahr mit diesen exklusiven Karten? All das packt jetzt gerne unten ins Kommentarfeld. Freue mich da auf euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr den ersten Blick auf diese neuen Cards mit einem Klick auf den Like-Button supportet. Wenn ihr die weiteren Videos zu dieser, aber auch zu allen anderen Kollektionen, die zur neuen Saison anstehen, nicht verpassen wollt, dann schnappt euch, wenn ihr hier noch nicht regelmäßig dabei seid, auf jeden Fall noch eins der kostenlosen Kanalabos und bleibt damit immer auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.